Hey du. Ja, genau du. Du bist doch bestimmt so ein richtig krasser Zocker, oder? Gaming-Tastatur, Gaming-Maus, Gaming-Mauspad, Gaming-Monitor. Und so ein krass leuchtender Gaming-PC, oder? Aber eine Sache fehlt dir. Du hast keinen Schreibtisch, mein Sohn. Um meine Videos auf eine neue literarische Ebene zu heben, möchte ich dieses Video ganz gerne mit einem Zitat beginnen. Produkte mit besserer Ergonomie verhelfen Gamern zu besseren Ergebnissen, ohne auf Kosten ihrer Körper zu gehen. Sie machen dich also zu einem besseren virtuellen Athleten. Jon Carlsson, Designer bei IKEA. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn ihr auf YouTube IKEA und Gaming Setup eingebt, bekommt ihr 100.000 Videos, 100.000 Do-it-yourself-Tutorials, wie ihr euch selbst kostengünstig einen Schreibtisch oder ein Gaming-Setup zusammenstellt. Meistens besteht das aus einer Tischplatte oder einer Arbeitsplatte, die zweckentfremdet würde, und 4 Beinen oder 2 Beinen und einem Regalsystem, je nachdem, was ihr braucht, was ihr wollt. IKEA wird sich diese Videos auch angesehen haben und sich gedacht haben, wie können wir diese Zielgruppe ansprechen und können dort noch mehr Produkte verkaufen. Und ich denke, deswegen haben sie vor einiger Zeit schon ihre Kooperation mit der Asus Gaming-Marke Republic of Gamers angekündigt. Und jetzt, seit dem 1.10. sind diese Produkte bei uns in Deutschland erhältlich. Das kam mir ganz gut in den Kram, denn ich brauchte selber einen Schreibtisch, da ich momentan nur einen Schreibtisch oder bis zu dem Zeitpunkt nur einen Schreibtisch hatte, auf dem ich mein Setup stehen hatte, also meine ganzen Monitore, meine Hardware, den aber auch brauchte, um natürlich meine Videos zu drehen. Und jedes Mal hin und her zu wechseln war auf die Dauer eher mühselig, aber ich hatte auch keinen Bock, mir jetzt irgendwie so eine Do-it-yourself-Lösung anzutun. Das hatte ich schon, das ist okay. Aber irgendwann möchte man dann auch mal ganz gerne schneller zum Ergebnis kommen, ohne dass man großartig recherchiert, was man denn alles braucht. Und deswegen bin ich eigentlich auch recht dankbar, dass IKEA diese Möbel nun anbietet. Um was für Möbel handelt es sich dabei? Ihr habt sowohl Sessel bzw. Schreibtischstühle, ihr habt aber auch Tische, höhenverstellbare Tische, elektrisch höhenverstellbare Tische, als auch manuell verstellbare Tische. Ihr habt so Accessoires wie Mauspads und noch weitere Accessoires, die sich so irgendwie in Richtung Gaming, Hardware oder nur Hardware drängen lassen und dann bei IKEA unter diesem Gaming-Gedöns laufen. Den Tisch, den wir uns heute angucken, der nennt sich Ytis Bellare und ist ein nicht elektrisch höhenverstellbarer Tisch. Ihr könnt ihn verstellen, aber müsst dies manuell tun, am besten schon während des Aufbaus. Hinterher wird es wahrscheinlich schwierig. Und bevor wir uns auf dieses Projekt stürzen, weil jedes IKEA-Bastel, jedes IKEA-Möbel ist ein Bastelprojekt, wollen wir mal ehrlich sein. Und natürlich ist auch hier wieder, als ich das Ding aufgebaut habe, etwas schief gelaufen. Darauf werde ich euch aber noch hinweisen und ihr werdet auch sehen, nachher, wo es schiefgelaufen ist, denn ich habe euch den Aufbauprozess gekürzt und im Zeitraffer mit ins Video gepackt. Gucken wir uns aber erstmal den Tisch an sich an. Was kann der Tisch? Woraus besteht er? Ich fange mal bei der Farbe an. Der Tisch kommt in 2 Varianten. Einmal in Light Gray und in Schwarz. Ich habe hier die Variante in Light Gray, weil ich das ganz gerne etwas heller haben möchte und der auch in meinen Raum, in mein Wohnzimmer so passt, dort wo er steht. Die Maße. Der Tisch ist 160 cm breit. Das heißt, man hat ordentlich Platz drauf. 80 cm tief, auch ganz wichtig, und ist in der Höhe verstellbar von 66 auf 78 cm. Ich kann da bequem 2 Monitore, mein Mac Mini und meine Peripheriegeräte draufpacken, ohne dass ich irgendwelche Platzprobleme hätte und habe noch genug Platz für andere Sachen. Ich mag es eher etwas cleaner und möchte den Tisch nicht so voll haben. Die Tischplatte ist beidseitig montierbar und ist eine Spanplatte mit einer Melaminfolie drauf. Und ihr könnt diese Aussparung sowohl hinten als auch vorne anbringen. Ich habe sie bei mir hinten angebracht, weil sie dann unterstützend wirkt, was den Kabelschacht betrifft. Ich komme nämlich leichter an die Kabel und kann die Kabel einfacher verlegen. Ihr könnt diese Aussparung aber für Ergonomiegründe auch natürlich zu euch gerichtet montieren. Das Belüftungsgitter, was hier hinten angeschraubt ist, und auch das Gestell, also darauf, wo die Tischplatte und das Belüftungsgitter aufliegt, ist aus Stahl.
Mir ist nicht ganz klar, was sich IKEA bei diesem Belüftungsgitter gedacht hat, beziehungsweise warum es das so nennt, denn ich würde meinen Rechner dort nicht hinten drauf stellen wollen. Und selbst wenn ich ihn längs, also zu mir gerichtet aufstelle und dann nur der hintere Teil belüftet wird, weiß ich auch nicht, wo unbedingt da der große Bonus sein soll. Bei mir macht es tatsächlich doch etwas mehr Sinn, weil dort hinten drauf der Mac Mini steht und der Mac Mini hat unten seine Lüftungsschlitze, der ist so klein, dass er direkt aufs Lüftungsgitter passt. Also von daher habe ich da schon Nutzen von, aber Leute, die so einen MIDI-Tower oder High-Tower da drauf stellen, ich sehe den Sinn nicht. Das Belüftungsgitter. Sieht vielleicht cool aus, wenn man das mag, aber mehr ist es auch nicht. Die Löcher sind alle vorgebohrt. Das ist sowohl Segen als auch Fluch, denn da kam dann bei mir das Problem. Und wenn ihr das Paket aus dem IKEA-Möbelhaus schleppt, macht euch auf 30 Kilo Gesamtgewicht gefasst. Das habe ich jetzt gerade noch so alleine aus dem Ikea schleppen können mittels Wagen und dann in mein Auto gepackt und dann auch noch irgendwie die Treppe hochbekommen. Etwas kleinere und schwächere Personen sollten sich auf jeden Fall Hilfe holen. Preislich liegt dieser Tisch in einer sehr attraktiven Grenze, in einem sehr attraktiven Bereich, nämlich unter dieser magischen 100-Euro-Grenze bei 900 Euro, nein, bei 99,99 Euro. Ich denke, das richtet sich vor allen Dingen dieser Preis an die jüngere Zockerfraktion, die nicht unendlich finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um sich da ein großes Setup zu bauen, sondern ein All-in-One-Schreibtisch für erschwingliches Geld kaufen möchten, der ausreichend an Größe bietet, verstellbar ist und ganz wichtig, den Kabelschacht bietet. Denn das macht dieses Setup erst so aufgeräumt. Der Kabelschacht an sich besteht eigentlich aus einem Netz. Das ist 100% recyceltes Polyester und kommt in der Farbe des Tisches natürlich, macht seine Sache aber sehr gut. Die Kabel sind durchaus versteckt, aber dennoch sicher aufgehoben. Kann man überhaupt nicht meckern, fällt nicht weiter auf. Ich hatte vorher eine Do-it-yourself-Lösung an diesem Schreibtisch hier, wo ich unten ein Gestänge angebracht habe und das sah einfach nur grausam aus, denn die Kabel hingen da irgendwo überall lose rum. Hier bei dem Schreibtisch ist es komplett versteckt und erfüllt absolut seinen Zweck. Okay, genug geredet. Die Basics sind geklärt. Ich werde jetzt im Zeitraffer-Modus für euch diesen Schreibtisch zusammenbauen. Und ihr könnt euch ja überlegen, ob ich als Monteur eine gute Figur abgebe oder das lieber lassen sollte. Wenn ihr allerdings gleich zum Fazit springen wollt, dann könnt ihr das mittels der Kapitel, die unten verlinkt sind, natürlich machen. Ansonsten bleibt dran und genießt die Show. Okay, es ist Schritt 6. Schritt 6. Wenn ihr diesen Tisch zusammenbaut, achtet bei Schritt 6 haargenau darauf, welche Querstange ihr an welche Stelle einbaut. Fazitzeit. Dieser Schreibtisch ist meiner Meinung nach eine wunderbare All-in-One-Lösung für Leute, die einen Schreibtisch brauchen, der viel Platz bietet, relativ einfach zusammenzubauen ist und in einer preislichen Region liegt, die nicht allzu schmerzhaft ist, aber auch nicht zu billig wirkt. Der Ytis Bellare Gaming Schreibtisch von IKEA erfüllt für mich eigentlich alle Kriterien, also nicht nur eigentlich, erfüllt für mich alle Kriterien
und ist eine gute Ergänzung für mein gesamtes Setup, für meinen Raum, für mein Design. Es ist ein ziemlich aufgeräumter Schreibtisch, also auch vom Design her. Und deswegen ist für mich eine Empfehlung hier an der Stelle eigentlich auszusprechen. Wenn ihr also einen Schreibtisch braucht, der nicht allzu teuer ist und ihr keinen Bock auf irgendwelches Do-it-yourself-Gedöns habt, dann seid ihr mit dem Ytterbiolare Gaming-Schreibtisch von IKEA echt gut beraten. Ihr habt 2 Farbmöglichkeiten und ihr habt eine Höheverstellung. Das nächst teurere Modell ist dann erst, ich glaube, für 400 oder 500 Euro zu haben, damit ihr dann eine elektrische Höhenverstellung habt. Wenn ihr darauf verzichten könnt und dennoch einen guten Allrounder haben möchtet, dann sollte euch nichts aufhalten, in den nächsten IKEA eurer Wahl zu gehen und diesen Tisch zu kaufen, sollte er denn erhältlich sein. Wir kommen ziemlich sicher auf die 500 Abonnentengrenze zu. Und ich habe damals in meinem jugendlichen YouTuber-Leichtsinn versprochen, wenn ich 500 Abonnenten erreiche, dann gibt es einen HomePod Mini gratis für eine glückliche Person. Alles, was ihr machen müsst, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, ist auf das in der Endcard verlinkte HomePod Mini Review Video zu gehen, es zu kommentieren. Wenn es euch gefällt, lasst natürlich auch ein Like und ein Abo da. Dann werdet ihr möglicherweise ausgewählt und seid der Gewinner eines HomePod Mini. Gleiches gilt auch für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abonnement da und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sage vielen Dank, macht's gut, ciao.